Nach der Euro-Krise gab es viele Jahre innerhalb der Europäischen Union 0% Zinsen als Leitzins. Und viele Leute haben gesagt, das ist Zinsklau. Für mein Erspartes bekomme ich überhaupt kein Geld. Nach dem Russland-Angriff auf die Ukraine 2022 wurden die Kredite aber sehr teuer, weil die Zinsen aufgrund der hohen Inflationsrate deutlich angehoben wurden. Beide Aussagen hängen eng mit den Zinsen und mit den Zinsarten zusammen und damit herzlich willkommen zu einem Video aus der Finanzwelt zum Thema Zinsen. Was ist der Zins überhaupt? Der Zins ist allgemein gesprochen der Preis für das Geld. Das heißt, so wie überall anders in der Volkswirtschaft gilt Angebot und Nachfrage. Wenn zu viel Geld am Markt ist, dann sinkt der Zins, weil das Angebot einfach viel größer ist als die Nachfrage und daher ist auch das Interesse, Geld dafür zu zahlen, weit geringer. Umgekehrt ist es, wenn die Nachfrage höher ist, dann steigt der Zins. Der Zins verändert vor allem zwei Faktoren für die breite Masse, nämlich die Spareinlagen und die Kredite. Und zwar immer widersprüchlich, weil wenn die Zinsen hoch sind, dann bekommt man höhere Erträge beim Sparen, aber dafür muss man auch viel mehr zahlen, wenn man einen Kredit zurückzahlen muss. Wenn die Zinsen im Keller sind, dann ist das Sparen völlig sinnlos, weil es gibt kaum einen Ertrag, aber dafür erspart man sich sehr viel Geld, wenn man einen Kredit hat. Zum Beispiel für die Wohnung oder für Auto oder was auch immer. Das heißt, der Zins wirkt sich automatisch und nachhaltig auf das Konsumverhalten aus. Wenn wir uns das konkreter anschauen, ein hoher Zinssatz bedeutet, dass man einen wesentlich besseren Ertrag bei den Spareinlagen hat. Das heißt, die Lust, Geld auf die Seite zu legen und eine höhere Verzinsung zu erreichen, macht einfach Sinn. Aber umgekehrt wird man sich überlegen, ob man einen Kredit riskiert, weil es gibt nicht nur die Kreditsumme, die man wieder zurückzahlen muss, sondern auch die Kreditgebühren. Und wenn die Zinsen sehr hoch sind, dann verteuert sich der Kredit enorm. Das heißt, bei hohen Zinsen, bei einem hohen Zinssatz, sparen die Leute eher, weil sie von den Zinsen profitieren wollen. Das Geld wird daher aus der Wirtschaft gezogen und man investiert weniger, sondern man legt eher das Geld an und wartet auf eine bessere Wirtschaftslage. Bei geringen Zinsen ist es genau umgekehrt. Das Sparen macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil man bekommt keinen Plus und hat eigentlich nur den Betrag selbst. Dafür sind die Kredite aber deutlich günstiger. Also als es in der Europäischen Union oder auch in den USA zum Beispiel 0% Leitzins gab, hat man natürlich sehr günstig Geld am Markt holen können. Das betrifft die Unternehmen zum Beispiel, die Geld gebraucht haben für Investitionen. Das betrifft natürlich auch die Privatpersonen, wenn sie sich eine Wohnung anschaffen wollten oder wenn sie eine Sanierung durchführen wollten oder was auch immer. Das heißt, wenn die Zinsen sehr gering sind, dann geben die Leute eher das Geld aus, sie investieren eher, weil das Sparen macht eigentlich wenig Sinn. Wie definiert sich eigentlich der Zinssatz? Ein Begriff, den sehr viele kennen, der früher eine wesentlich höhere Bedeutung hatte für die Einzelnen, war der Eckzinssatz, basierend auf dem Eckzins. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema, aber es haben sich die Situationen wesentlich verändert. Der Eckzinssatz ist die Höhe des Zinssatzes für einen Betrag, der 3 Monate am Sparbuch liegt. Das heißt, wenn ich am 1. Jänner ein Geld habe, zum Beispiel ich habe 500 Euro und die gebe ich auf ein Sparbuch. Mein 1. Jänner ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil das natürlich ein Feiertag ist, aber nehmen wir es einmal an. Und ich lasse diese 500 Euro bis zum 1. April, dann sind das 3 Monate.
Und für diese 3 Monate bekomme ich eine Belohnung in Form von Zins, wobei die Belohnung aber problematisch wird, wenn der Zinssatz bei 0% liegt. Und das ist etwas, was die letzten Jahre oft passiert ist. Und die Leute sagen, na Moment einmal, der Eckzinssatz, der war doch viel höher. Stimmt, es hat einen Eckzinssatz von 2,5% gegeben, aber es hat auch eine Inflationsrate von 8% gegeben. Daran denken viele nicht. Und hier sehen wir wieder den Zusammenhang. Der Staat möchte die Inflationsrate drücken. Wie schafft er das? Indem er die Nachfrage reduziert. Das erreicht man dadurch, dass man hohe Zinsen anbietet, weil dann haben die Leute viel mehr Lust zu sparen. Und das heißt, dass die Nachfrage am Markt deutlich reduziert wird, weil man möchte sich die Belohnung in Form der Zinsen holen. Und damit kann man die Inflationsrate drücken. Wenn wir uns die letzten Jahre nach der Euro-Krise, sagen wir nach 2013 überlegen, da hatten wir einen Leitzinssatz von 0% und entsprechend auch einen Eckzinssatz. Vielleicht haben manche Banken 0,25 oder 0,50% angeboten, aber das macht nicht wirklich viel Sinn. Vor allem nicht, wenn es ein kleiner Betrag ist. Aber die Inflationsrate, die war auch unter 2% gefallen. Das heißt, wir sehen das Verhältnis zwischen Zins und Inflation. Dann gibt es noch einen Zusatzbonus, das sind die Zinseszinsen. Das ist genauso eine Verzinsung wie beim normalen Zins, aber mit dem zusätzlichen Detail, dass man den Sparbetrag plus den bereits verrechneten Zinsen nochmals verzinst. Das heißt, je höher die Spareinlage ist, umso stärker wirken sich die Zinseszinsen aus. Da gibt es so die witzige Theorie, wenn es keine Zinseszinsen gegeben hätte, wäre die Auswirkung viel größer. Also wenn man eine Goldmünze gehabt hat in der Antike und man verzinst sie bis heute, oder man nimmt diese Goldmünze und verzinst sie und hat Zinseszinsen zusätzlich, dann hätte man jetzt einen ungleich größeren Reichtum als ohne den Zinseszinsen. Das heißt, die können bei den Sparformen schon enorm viel ausmachen. Trotzdem ist das Sparbuch auch natürlich aufgrund der geringen Zinsen immer mehr ins Hinterfeld geraten, weil man mit einem einen Investitionsfonds deutlich bessere Erträge erzielen kann. Aber wichtig ist es schon zu wissen, welche Aufgabe die Zinseszinsen haben. Welche Zinsarten kennen wir dann noch? Da gibt es die Sollzinsen und die Habenzinsen, die im Zusammenhang mit dem Girokonto zu nennen sind. Die Sollzinsen muss ich dann zahlen, wenn ich das Konto überzogen habe. Das heißt, wenn ich einen negativen Kontostand habe. Und die können recht teuer sein. Ich habe hier als Beispiel 7% genommen. Das hängt dann von der aktuellen Wirtschaftslage ab. Die können etwas geringer, etwas höher sein, aber sie sind sehr hoch. Und dann gibt es die Überziehungszinsen. Und die können 13-15% ausmachen. Und dann ist schon zum Überlegen, ob man nicht einen normalen Kredit wählt, weil da fährt man wesentlich günstiger. Was ist der Unterschied? Nehmen wir mal an, es gibt einen Kreditrahmen von 2.000 Euro. Das heißt, ich darf mein Girokonto um 2.000 Euro überziehen. Bis zu diesen 2.000 Euro zahle ich die 7% Zinsen, was auch schon sehr teuer ist. Habe ich aber 3.000 Euro überzogen, dann zahle ich 2.000 Euro die Sollzinsen und zusätzlich 1.000 Euro die Überziehungszinsen. Das wird dann, wenn das länger anhält, sehr teuer. Wenn das jetzt für ein paar Tage ist, weil ich weiß, ich kriege bald einen großen Betrag aufs Konto überwiesen, ja, soll sein. Ich brauche das Geld gerade, ich muss irgendwas einkaufen oder was auch immer, dann nimmt man es in Kauf. Aber langfristig über Monate würde ich davon abraten, weil das wirklich teuer wird. Das Gegenteil sind die Habenzinsen. Die werden verrechnet für das Guthaben, das man auf dem Girokonto hat. Nur leider gibt es da keine 7%, sondern man kann froh sein, wenn man ein halbes Prozent kriegt. Und auf dem Girokonto
spielt sich da nicht so wahnsinnig viel ab. Also selbst wenn man 10.000 Euro am Konto hat, kann man froh sein, wenn man 3, 4 Euro Habenzinsen erreicht. Und von daher ist das schon ein gewaltiger Unterschied zu den Sollzinsen. Also da verdienen die Banken wirklich viel Geld. Dann schauen wir uns den Leitzins an. Ich habe ihn schon angesprochen. Der Leitzins wird festgelegt durch die Zentralbank. In Europa zum Beispiel durch die Europäische Zentralbank. Und sie beeinflusst den Währungsvergleich. Das heißt, wenn die Zinsen bei der einen Zentralbank viel höher sind als bei der anderen, dann kann das Verhältnis zum Beispiel vom Euro zum US-Dollar oder vom Euro zur Schweizer Franken enorm verändern. Wobei, wer sich das genauer beobachtet und anschaut, wird feststellen, wenn dann tatsächlich die Zinsveränderung bekannt gegeben wird, spielt sich an der Börse gar nicht so viel ab und im Währungsvergleich auch nicht. Man spricht dann vom eingepreisten Wert. Das heißt, man hat vorher schon gewusst, dass sich die Zinssituation ändern wird und dann hat man entsprechend reagiert und daher gibt es gar nicht so einen großen Erdrutsch bei den Kursen. Der Leitzins ist insofern wichtig, weil er verändert das Zinsangebot bei Sparbuch und Kredit. Das heißt, der Leitzins ist auch eine wichtige Information für die Banken, weil die Banken auch selbst Geld, das sie überhaben, bei der Zentralbank bunkern können und dafür Zinsen kassieren. Und da kann man davon ausgehen, dass das sehr hohe Beträge sind. Das heißt, es gibt einen entsprechend hohen Ertrag für die Bank. Und da sagt die Zentralbank, Moment mal, Freunde, ihr sollt ja das Geld für Kredite zur Verfügung stellen, weil das ist gut für die Wirtschaft, dann kann investiert werden. Und daher wird der Leitzins dann auch entsprechend angepasst, wenn eine solche Situation eintritt. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Banken sehr vorsichtig werden. Das heißt, wenn der Leitzins steigt, dann wird das Sparen interessanter. Das hatten wir vorher schon beim hohen Zins. Und die Kredite werden teurer. Das heißt, will ich das Geld aus der Wirtschaft abziehen und will ich die Nachfrage reduzieren, dann werde ich den Leitzins erhöhen. Das hängt auch davon ab, wie die Inflation sich gestaltet. Also zum Beispiel 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen und daraufhin wurden die Energieträger extrem teuer und die Folge war, dass sich alles verteuert hat. Die Inflation, die ist sogar zweistellig geworden, was man in Europa schon lange nicht mehr gesehen hat. Und daraufhin wurden die Zinsen erhöht, um die Nachfrage zu reduzieren. Umgekehrt ist es, wenn ich die Wirtschaft fördern will, dann reduziere ich die Zinsen. Das heißt, diese lange Phase mit 0% Zins hatte den Zweck, dass möglichst viele Kredite genommen werden, dass investiert wird, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden und man soll möglichst wenig sparen, sondern man soll das Geld ausgeben, sodass das Geld im Wirtschaftskreislauf bleibt. Daher sieht man, alleine mit einem Wert, nämlich wie hoch der Leitzins ist, kann eine Zentralbank die gesamte Wirtschaft beeinflussen. Und ich habe vorhin gesagt, dass die Banken gerne das Geld bunkern und das führt uns zu den Negativzinsen. Weniger oft genannt, aber gleich gemeint sind die Strafzinsen, ist nur ein anderer Begriff. Das heißt, die Banken geben das Geld zur Zentralbank und holen sich selber ihre Zinsen. Und die Zentralbank sagt, nein, Freunde, das will ich nicht, ihr sollt die Kredite vergeben und machen Negativzinsen. Das hat zum Beispiel die Schweizerische Zentralbank gemacht. Da muss man sogar ein 3/4 Prozentpunkt zahlen, wenn man das Geld bei der Zentralbank hinterlegt. Und damit wird es für die Banken teurer, als wenn sie die Handlung nicht machen. Und das ist auch Sinn und Zweck. Sie sollen nämlich die Kredite vergeben. Und das ist eine Sache, die jetzt nichts mit den Privaten oder mit den Unternehmen zu tun hat, sondern eine Sache zwischen der Zentralbank und den Bankinstitutionen.
Jo, und das soll's gewesen sein zum Thema Zinsen und Zinsarten. Und man sieht, mit einer einzigen Information kann man die gesamte Wirtschaft verändern. Mal führt man zum Sparen, damit das Geld aus der Wirtschaft rauskommt und dass man die Inflation dämpfen kann, und mal fördert man die Kredite, indem man sie günstiger macht. Und das ist schon sehr interessant, wie leicht eigentlich komplexe Wirtschaftssysteme gesteuert werden können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.